Look at this verse. Read this. Und wir lesen das nochmal, Johannes 5, 1, 2. Danach war ein Fest der Juden. Jeschua zog hinauf in Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und hat 5 Hallen. This is the north side of, This is the north side of the temple because the temple faced east. Das ist die nördliche Seite des Tempels, weil der Tempel in Richtung Osten aufgebaut ist. Here are the pools of Bethesda. Da sind der Teich von Bethesda, diese Hallen mit den... The sheep gate was on the north side. Und das Schaftor ist zur nördlichen Seite. So the high priest is coming this way. Also kommt der Hohepriester da vom Tempel her zum Schaftor. But Yeshua is coming from the Mount of Olives across this bridge. Und Jeschua kam aber vom Berg hinunter über diese Brücke. So he's coming this way. Der eine kommt von hier. The high priest is leading the sheep this way. Der Hohepriester leitet die Schafe auf diesem Weg. So there's a group singing to the lamb. The high priest is leading that song. Da ist eine Gruppe, die singt über den Lämmern. Das ist die Gruppe, die der Hohepriester anleitet. But there's another group singing it to Yeshua being led in. Und es ist eine andere Gruppe, die es über Jeschua singt, der da hineingeht. Now let's look at this. Jetzt schauen wir uns das an. Josephus, who lived during that time, Josephus, der in dieser Zeit gelebt hat, said there were 2.5 million people in Jerusalem for the feast. Da heißt es, dass es 2,5 Millionen Menschen gegeben hat, die zu diesem Fest in der Stadt waren. Now, not that many people live there. Nun, es sind nicht so viele Leute, die vor Ort selber leben. But for the feast, all the Jews from all the nations had to come. Aber für dieses Fest in Jerusalem mussten die Juden aus der ganzen Welt kommen. So there were 2.5 million Jews there for the feast of Passover. Also waren es ca. 2,5 Millionen Juden, die da kamen zu diesem Passafest. During the time of Yeshua. Zu der Zeit, wo Jesus selber da auftrat. Now the first verse we read said there would be a lamb for a house. Im ersten Vers heißt es, ein Lamm pro Haus. Mathematically, it came down to 10 people to a lamb. Und mathematisch gesehen ist es so, dass 10 Leute für ein Lamm stehen. Because if there was only 2 people in the house, they couldn't eat the whole lamb, so they would get together with the neighbors. Weil wenn nur 2 Leute in einem Haus gewohnt haben, dann konnten sie das Lamm alleine nicht essen, also haben sie sich zusammengetan mit ihren Nachbarn. Now think about this fact. Und denkt mal jetzt an diese Tatsache. Josephus said they literally killed 250,000 lambs in one day. Josephus hat aufgeschrieben, dass sie an einem Tag 250.000 Lämmer getötet haben. Für Passa. For the 2.5 million people. Für die 2,5 Millionen Leute. That's a lot of lambs. Das sind sehr viele Lämmer. That's a lot of blood. Das ist sehr viel Blut, was da fließt. Where'd all that blood go? Wo ist all das Blut hingeflossen? They'd be swimming in blood. Sie müssen in Blut geschwommen haben. I'll tell you in a little bit. Und ich sage euch, wie das lief. Look at Matthew 26, 59 and 60. Matthäus 26, Vers 59 und 60. Die Hohepriester aber und die Ältesten und der ganze Rat suchten Falschzeugnis gegen Jeschua, auf dass sie ihn töteten, und fanden keins. Und wiewohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten herzu 2 falsche Zeugen. Okay, let's look at Mark, not that one. Okay, let's think about this now. Jetzt denken wir über das nach. The same time they're inspecting all the Passover lambs to make sure they're not without blemish. An dem gleichen Tag, wo sie die Lämmer wirklich untersuchen, dass sie kein Fehl, kein Mangel und kein Makel haben. At the same time they're inspecting the Passover lamb to make sure he is without blemish. Zur gleichen Zeit inspizieren sie auch das Lamm Gottes, dass er keinen Fehler oder Makel hat. Remember I told you these were dress rehearsals. Ich habe euch gesagt, das ist wie eine Generalprobe auf das, was wirklich kommt. So every year they would spend 4 days inspecting the Passover lambs to make sure they had no blemishes. Jedes Jahr haben sie sich 4 Tage Zeit genommen, um diese Lämmer zu prüfen, dass sie keinen Makel, Fehl oder irgendwas haben. And for the next 4 days, Yeshua is being inspected by everyone to make sure he has no blemish. Und auch Jeschua wird die nächsten 4 Tage von jedem unter die Lupe genommen, dass er kein Fehl und Makel hat. And Herod said, I find no fault in him. Und Herod muss wirklich über ihn sagen, ich finde keinen Fehler oder Makel an ihm. And so did Pilate.
Und Pilatus hat das Gleiche gesagt. And so did the good thief on the cross. Und auch der Dieb am Kreuz hat das Gleiche von ihm gesagt. So he came across during the very time of the inspection as being the lamb without blemish. Also ging er aus dieser Testphase, wo er untersucht wurde, hervor, ohne Makel, ohne Fehl. Now, do you remember this verse? Erinnert ihr euch an den Vers aus Markus 14, 26? Und als sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Do you know I can tell you the very words to the song they sang that night? Wisst ihr, dass ich euch dieses Lied Wort für Wort geben kann, was sie da gesungen haben? And matter of fact, you know the song they sang that night. Ihr kennt sogar selber auch das Lied, was sie da gesungen haben. The last hymn they sang would have been Psalms 118 of the Hallel. Das letzte, was sie gesungen haben, war dieses Helal, Psalm 118. So what are the very words that they sang right before he was betrayed and rejected? Was sind also die Worte, die sie gesungen haben, direkt bevor er verraten und verkauft wurde? Go ahead and read it. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. This is what they're singing. Das ist, was sie gesungen haben. Go ahead and read Luke 23. Lukas 23, 13 bis 15. Pilatus aber rief die Hohepriester und die Obersten und das Volk zusammen und sprach zu ihm: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als er das Volk abwende. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und finde an dem Menschen der Sache keiner, der ihr ihn beschuldigt. Herodes auch nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt. Und siehe, man hat nichts auf ihn gebracht, das des Todes wert sei. So here he's the Passover lamb without blemish. Hier ist also das Passahlamm ohne Makel, ohne Fehl. Now, if let's see, I'm going to skip one. I want you to read this one first. Read this. Markus 15, 25. Und es war um die 3. Stunde, als sie ihn kreuzigten. The 3rd hour is 9 in the morning. Die 3. Stunde heißt 9 Uhr morgens. The time of the morning sacrifice. Und das ist die Zeit des Morgenopfers. So at the very moment they're binding Yeshua to the cross, they're also binding the Passover lamb to the horns of the altar. In dem Moment, wo sie Jesus, den Christus, ans Kreuz binden, binden sie auch das Opferlamm auf den Altar, an die Hörner des Altars. This is a dress rehearsal. Und das ist die Generalprobe hier. Now think about this. There were 2.5 million member choir all around Jerusalem singing the Psalms during the time of the morning sacrifice. Jetzt stellt euch das mal vor, da ist ein Chor, der aus 2,5 Millionen Menschen besteht, die diese Lieder zu diesem Passafest singen, diesen Psalm. So while Yeshua is being bound to the cross, während Jeschua ans Kreuz gebunden wird, and they're binding the Passover lamb to the altar, und sie binden das Passalamm an den Altar, they're singing the Hallel. da singen sie zu der Zeit das Hallel. So what are they singing? Was singen sie also? Go ahead. Psalm 118, Vers 27. Jahweh ist Elohim, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Meilen bis an die Hörner des Altars. This is what he's hearing them singing. Das ist, was hört, was sie singen. God said, I will determine what songs are sung at my son's funeral. Und Gott hat gesagt, ich werde entscheiden, welche Art von Lieder sie zur Beerdigung meines Sohnes spielen. Now, okay. Yeah. Let's see. Okay, now at 3 in the afternoon is when he died. Jetzt 3 Uhr nachmittags, das ist der Zeitpunkt, wo stirbt. And that's the time of the evening sacrifice. Und das ist die Zeit des Abendopfers. And so at the very moment the high priest slew the Passover lamb at 3, Zu der gleichen Zeit, wo der Hohepriester das Passahlamm geschlachtet hat um 3 Uhr, at that same moment is when the Passover lamb of God died. das ist der gleiche Zeitpunkt, zu dem das Passahlamm Gottes selber stirbt. Now, do you remember, is Yeshua at the right hand of the Father? Und ihr erinnert euch daran, Jeschua ist zur Rechten des Vaters. And remember he said, if I be lifted up from the earth, I'll draw all men unto me. Und hat gesagt, wenn ich erhoben werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Do you remember the word for Yeshua literally means salvation? Und das Wort Jeschua bedeutet buchstäblich Errettung. So think about this. At noon, when he's lifted up from the earth,
Zu dieser Zeit an dem Mittags, wenn er erhoben wird, von der Erde aufgehoben